32 Angler. Yes! 16 K.O.-Tickets. Boom! 8 Battles. Ja! 6 Finalisten. Das gibt's doch nicht. 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Bank 2024 wird präsentiert von der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hearty Rice, feel the difference. Und Lure Drop, jeden Monat Weihnachten. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 16. Episode des YPC Bank 2024 und damit zur finalen Vorrundenfolge der diesjährigen Staffel. In der Theorie sind in Gruppe D noch 4 Halbfinaltickets zu vergeben. Realistisch betrachtet dürften es aber nur 3 sein, denn Toon van Ham führt rund 4 Stunden vor Schluss mit einem Board, das in Gruppe A, B und C für den Gruppensieg gereicht hätte. Dahinter folgen ein bis dahin sehr überzeugender Markus Eule, der sogar seinen vermeintlichen Angstgegner in sehr respektablen Größen eingereicht hat, und Mark Pachowski, für den eine solide Fullcard inklusive 2 richtig starker Fische sprechen. Allerdings scheint weder Eules noch Marks Score zum jetzigen Zeitpunkt uneinholbar und noch mehr gilt das sicher für Kevin Imhoffs Zwischenresultat. Der Gummersbacher hat seine Karte zwar ebenfalls schon komplett gefüllt, falls das jedoch auch den 4 Anglern aus der unteren Tabellenhälfte noch gelingt, was angesichts der hohen Frequenz am Vormittag durchaus vorstellbar ist, dürfte es mit Kevins derzeitigem Punktedurchschnitt eng werden. Bevor wir uns jedoch in Prognosen verrennen, schauen wir lieber, was tatsächlich passiert. Das momentane Schlusslicht scheint sich für die verbleibende Zeit jedenfalls einiges vorgenommen zu haben. Welcome back everybody. We're going big game hunting. It's kind of late in the day. We took a little too much time on that first place, but I was hoping we could at least get one more Xander. I was putting pressure on myself. That's why those extra casts, but we're in a small town, which is something new for me. We're gonna literally do some street fishing. We're gonna be fishing in front of people's houses. All right, let's dump some weight from this leech bag. All right. Let's take one more. That non-bleedable Ohio. So we don't have to double back. Let's take 2. Oh, let's try Montana as a trailer. We got some turbo frogs. More frogs, we got them. What do we got here? Oh, here we go. They're nice little nymphs. They work nice once that chatterbait, all those little tails start flying around. Let's try that. Chartreuse gold, black flake, that'll work. If I'm missing something, we ain't too far from the car. Let's skedaddle. Ich mache mal 5 Uhr auf den Jigspinner und wenn nicht, dann mache ich noch ein bisschen mit dem Ding, mit dem Gummi. War der Eichschlag da. Da war ein bisschen da vorne vom Ufer. Fish. Oh, he just. But it was something small. I didn't even feel it. I just felt drag. I wasn't expecting that because it's so shallow there. I thought I was catching brush. Well, that caught me off guard. Oh. So Leute, das war's mit dem Polderangeln bei mir jetzt. Ich werde jetzt Zanderangeln fahren. Hat mir noch mal einen schönen Fisch hier gebracht. Leider hat sich hier das Wasser so braun gefärbt. Die haben hier Gras gemäht. Ich weiß nicht, ob sie auch hier irgendwie Kraut aus dem Poldern rausgeholt haben. Zu gestern, also es ist wirklich braune Brühe jetzt. Gestern war das hier klar. Deswegen kommt da jetzt vielleicht kein Fisch mehr. Das andere Problem ist beim Angeln natürlich die Dinger, die wir da jagen, die haben Flossen. Das heißt, die können auch woanders hinschwimmen. Und vielleicht ist auch das der Fall. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehe ich jetzt Zander angeln. Ich weiß nicht, wie es läuft. Ich weiß nicht, ob die Zander beißen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr drückend. Nicht unbedingt die besten Bedingungen zum Zanderangeln. Aber da ich nur die 2 Poldersysteme hatte, wo ich mir relativ sicher war, dass der Fisch kommt, fahre ich jetzt Zanderangeln und hoffe, dass ich da noch 1, 2 Upgrades kriege.
Nice one. Big one. Oh yeah. And these are the ones we need. It's again a tank. Yeah, that's an improvement. Oh, and the hook is out. Nice. Whew, what should I say? What should I say? I'm going to say nothing. We just measure it. It's, hold on, it's not in front. 65 approved. Oh, what a strike. Again, a big sander. And now we definitely go perch fishing. Was a good decision to do a few casts. 65 centimeter, a lot of points. A small improvement because we had already a nice one. But let's release him. Swim off, come on. Bye-bye. I don't have words for it. I caught all the fish on this Bulties curl tail, a little eel imitation in a kind of goby color, sparkling sand pearl. For me now, it's the only improvement I can make is or topwater, or we do some big perch fishing with corals. And for now, I will try first the big perch fishing with corals. So let's get to the car, get out of this area, and try a big perch area. Ich bin jetzt mit ganz leichtem Gepäck unterwegs. Ich habe eine Finesse-Route dabei. Im Fall, dass ich meinen Hecht kriege, dann könnte ich noch ein bisschen gezielt auf Barsch angeln. Mit einem mega geilen Rig, hat im Training super funktioniert. Ich hoffe, es kommt noch so weit, dass ich das euch heute zeigen kann. Aber zuerst der Hecht. Da geht es mir jetzt wirklich nur um maximale Wurfweite. Ich nehme die Jigwhip 270 bis 60 Gramm. Werde dem System quasi treu bleiben. Chatterbait, Spinnerbaits, mal einen kleinen Crank. Also irgendeiner sollte sich heute erbarmen, bei mir beißen. Aus meiner Sicht hier ist wirklich ein traumhafter Spot. Wir haben schön hier einen Gürtel Kraut, draußen ist etwas tiefer, ist ein bisschen bewölkt. Also aus meiner Sicht kann es nicht mehr lang dauern, bis der Hecht zubeißt. Jetzt wird langsam Zeit. Das ist nicht gesund für meine Nerven. Mann, warum bleiben die denn nicht hängen, ey? 8 cm, Leute. Aber Green Pumpkin ist es. Und wieder so, das ist echt, das ist so ein ganz kurzer, heißer Bereich, wo sie drauf hacken. Und weggehangen. Siehst du, zu schwer. Dann hast du gar keine richtigen Kontrolle mehr. Sitzt der da drin. Oh. Was auch immer ich jetzt da hochhole. Die Müllabfuhr-Johnny ist wieder am Werk. Aber ihr seht, die Rute hat richtig, richtig Dampf. Oh, ein Riesenast, scheiße, ey. Da kriege ich den nicht wieder. Wie soll ich den denn da rauskriegen? Ja, die hat auf jeden Fall Dampf, Leute, die Rute, ne? Im besten Fall schrotten wir uns jetzt noch den Kescher. Manchmal ist es besser, neu zu knoten. Kennt ihr das? So, da haben wir ihn aber. Also ich würde sagen, die Rute, die kann was, oder? Die kann was. Übrigens fische ich diesmal, also heute, die Zander Game XT Limited Edition. Das ist einfach ein mega geiler Stock. Ihr seht es auch hier hinten, bisschen wie so ein Baseballschläger. Einfach ein voller Blank. Oh, ist echt die Übertragung der Bisse ist einfach gigantisch. Ich meine, sie hat 45 Gramm, 46. 10 bis 46, genau. Das ist einfach echt ein richtig, richtig guter Stock. Marketing der besonderen Art bei Johnny. Kevin wird derweil vom Kameramann zur Konversation geheißen. Guten Mittag oder wie heißt das? Mittag gut? Ich weiß es nicht. Was soll ich dir dazu sagen? Hallo, liebe Zuschauer. Ne? Ich begrüße euch zu Folge 2, Teil 2. So, komm, rüber. Und lass dich bitte nicht überfahren. Ich brauche dich noch mindestens 3,5 Stunden. Ich sag, die stehen hier unter dem Vorsprung. Kriegst du den drauf? So ein Betonvorsprung in der Brücke unten, ein Pfeiler. Wenn ich einen Wadenkrampf habe, ist es vorbei hier. Aber dann gehe ich die suchen da unten, glaub mir. Klär mir das hier anders. Ja, wir sind jetzt am nächsten Spot angekommen. Das ist ein relativ kleiner Spot. Hier ist eine Spundwand, ein bisschen flache Struktur.
Das Ziel ist hier Barsch, also ja, ab sofort steht meine Angelei ganz im Zeichen des Barschs. Ich denke, den Zander werde ich wohl nicht großartig verbessern können, aber den Barsch, da habe ich immer noch große Hoffnung drin. Deshalb beginne ich jetzt mit meiner Cleanup Craw, zupfe ein bisschen hier in dem flachen Bereich rum, ein bisschen an der Kante. Falls da nichts kommen wird, dann noch mal mit dem Crankbait. Und ja, ob es klappt, werdet ihr ja dann sehen. Ich hoffe, ihr drückt mir weiterhin die Daumen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wieder ein Biss war. Jetzt kommen diese ganzen Snippel her, du. Aber Kontakt ist da. Lass mal wieder frei. All right, don't fall in, Danny. Don't fall in. Hello. Oh, that's it. That is it. Ein Backup-Zander wäre super. Das ist echt ein Wahnsinn. Im Training kommt man uns hier kaum retten vor den Hechten. Scheint, als wäre kein Barsch zu Hause. Ah ja, klar. Jawohl. Ich. Das kann ein Fuffi sein. Ja, Mann. Wow. Der silberige, der alte. Krassester Scheiß überhaupt, Alter. 41. Geil, oder? Hä? Ich habe erst wie eingeschlagen, da habe ich einen, oh, großer Barsch, geil. Okay, super. Ja, siehst du, das liegt an deiner Köder. Da. Manches wollen sie nicht. Fish. Oh no. Oh no, the net. Ah. All right, I think he's hooked good, right through the top of the nose. I'm gonna give him a little bit, let him wear off. I need to grab that net. Oh. All right. All right, all right, all right. Come to daddy. I need you, baby. Keep you low. Keep you low. Low and slow. Finally! Oh! 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 Come to daddy. I needed you all day. Oh, dance for now. Oh, let's get out of traffic. All right, that'll somewhat work. He's a fatty, so he'll flatten out. All right, let's get you back. Let's get you back, baby. All right, baby girl, let's get this on that chatter. That 4-inch Ohio and that non-bleedable chartreuse. I don't know what about that color, but they love it here. All right, let's stretch it out to be fair. To me, she looks like 69. I think all of us love that number 69. So let's stay with it. Once again, thank you so much, Holland. Thank you so much, Pike. Let's put you back in. Oh. I can't go that low, so I'll put you back in the net and then I'll slowly let you out. And there she goes. Love shore fishing. Oh boy, is it a challenge. Oh, but the adrenaline rush, the experience. Oh God, not to mention the bloopers. But let's get back to business. Man kommt kaum dazwischen, so rasant gestaltet sich das Ganze hier schon wieder. Eule zahlt weiter auf sein Barschkonto ein, während Daniel immerhin den Anschluss zu Platz 6 und 7 hier stellt. Trotz seiner frisch entfachten Uferleidenschaft sollte der US-Pole vielleicht aber mal ganz kurz durchatmen. Okay, we just caught one. Nice 69. Nice 69. Will we put another one on the board? It's just, oh boy. Oh, he just ripped it, plus the other 2 bites. I don't feel like playing with that. So I always have a spare one quick in my pocket.
Let me catch my breath here a second. I know, Cass, keep going, but you can see by my hands, I can't even put the lure on. Oh, I got that pike juice on my hands. They're starting to slip. All right, focus. One more cast here. We caught one, but let's just see if he's got someone else hiding in the bushes here, and then we're gonna keep on moving. So guys, we arrived in the next spot, and in this spot I will try to go specifically for a big perch, but also zander like a craw. So what I'm gonna do is I'm gonna rig a creek craw in 8.5 centimeter on a Texas style. Let me explain how I rig it. So at first you just have a long fluorocarbon leader, just as you should go jigging. And what do is you first take a stopper. This one will prevent the tungsten bullet weight to glide all the way to the knot. I like it that it has some free movement, but it shouldn't be too much. Then I take one of our 14 gram bullet weights. This is a tungsten bullet weight. You simply glide it over the line like this. Then you take an offset hook. I like to use, especially on the creek craw, 8.5, which is a slightly bulkier lure in the color Sangria. I like to use a 1.0 offset hook, so a slightly bigger offset hook than I would usually take with smaller baits. But with this big bait you need a high shank to set the hook. Let's tie this on. I use the Rapala knot for that. Here we go. The positive thing of this knot is that it's with a loop, so you have a free movement of the hook. I like that. Okay, so I only take the craw box because I know if you want to catch the real big ones here, you might need a craw, especially on the tricky days with clear water. Let's take our net with us, and then we're ready to go. I have to say, last time they were not so interested. Let's go topwater fishing. No. Okay. Yeah, last time there were no cows in this place. Let's go to a different stretch. I know another stretch. Ton muss bei seinem Upgrade-Vorhaben unfreiwillig umdisponieren. Johnny wiederum lässt sich bereitwillig von seinem ursprünglichen Plan abbringen. Ob das mal gut geht? Herzlich willkommen, Leute. Und jetzt muss ich den nächsten Spot durchfischen. Und so wie es ist, hat man seinen Plan. Der war ja ein bisschen leider chaotisch mit mit diesen Google Maps, schickt mich auf die andere Seite, und dann treffe ich gerade jemanden und der hat mir jetzt eine Achterbahn, ein Karussell in den Kopf gepackt und hat gesagt: Barsche, hey, kein Problem, Mann, ich habe einen Spot, Alter, der funktioniert mega geil, da fährst du hin, das geht zack, 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 zack. Das sind zwar nur so Mitte 30er oder auch kleiner, aber kannst du auch einen dicken fangen. Ich sag richtig safe, ja, voll safe. Super safe. Also ich sag schon mal wirklich danke, Ehrenmann. Und wir sind jetzt gespannt, der Kameramann und ich, ob das klappt. Ich bin ehrlich, ich hatte eigentlich meinen Barspot und das war die Maßstrecke machen. Ja, und jetzt sind wir im Tier. Übrigens, was haltet ihr von diesen geilen Verpackungen? Ey, schreibt mal in die Kommentare, ob diese Verpackungen nicht geil sind. Ach, und noch was. So viele fragen mich immer, wo ich meine coolen Brillen her habe, mit diesen coolen Farben und coolen Gestellen. Und dann klappt man die Brille zusammen und aus dem Band, wo man sich um den Hals hängen kann, macht man Brillenschutz und da steht Sea Deeper drauf. Ich verlose 2 Brillen an euch. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dieser Brille haltet, mit dieser Tasche als Band. Und ihr erhaltet von mir jeweils 2 Personen, jeweils eine Brille von der Firma Fortis. Also schreibt in die Kommentare rein, schaut euch dann, also ich werde mir aus den Kommentaren den Gewinner nehmen, dann werden wir in Kontakt treten, dann könnt ihr euch ein Design aussuchen, was ihr wollt, und ihr kriegt auch dieses mega geile Band dabei.
Und jetzt drückt mir die Daumen, Leute. Mittlerweile bin ich hier am Zanderangeln. Wir haben einmal komplett die Ecke und Gewässer gewechselt. Wir sind jetzt an so einem Kanalfluss und werden hier jetzt an so ein paar Brücken versuchen, noch einen schönen Zander zu fangen. Köder ist ein Magic Slim Shad. Ich habe jetzt mal einen 5-Inch drauf gemacht. Ich habe hier viel kleiner gefischt, aber ich wollte hier nur gucken, ob Fisch ist im Training. Ich versuche jetzt mal doch einen besseren Fisch zu fangen, deswegen 5 Inch. Kann aber sein, dass ich gleich eine Nummer kleiner gehe. Hello. Hello. How are you today? Hey, so far it's been okay, but yeah, at least I know what not to do. Have a good day. Also langsam geht mir die Düse und ich einfach, egal wie, keinen Hecht krieg. Bin schon fast am Überlegen, ob ich es noch mal auf Zander probiere. Hilft mir am Ende auch nichts. Einziger Fall, dass irgendwer heute sich genauso ungeschickt anstellt und die Full Card nicht zusammenkriegt und allenfalls dann 5 Fische reichen würden. Aber das ist ein Szenario, an das will ich eigentlich gar nicht denken. Keinen Hechtbiss den ganzen Tag. Hey. Sieht hier so heiß aus. Überall schön ein bisschen Kraut. Vor mir eine Steinschüttung, dann wird es ein bisschen tiefer, ein Gürtel Kraut, hinten fällt es leicht ab. Hier immer wieder schöne Rückströmung. Je nachdem, wenn gerade ein großer Pott außen durchfährt. Also aus meiner Sicht könnte ja schon mal ein Hecht kommen. Kam ja auch schon genug, aber heute leider gar nicht. Der Power Vibe fürs Powerfischen. Geworfen vom Ufer vom Boot, geschleppt vom Ufer vom Boot. Mit dem Power Vibe habe ich ein absolutes Must-Have umgesetzt. Und das natürlich 100% bleifrei. Die Tauchschaufel aus einem Stück gefertigt für noch besseres Laufverhalten. Power-Sprengringe und super scharfe Drillinge. 55 mm, große Silhouette für noch mehr Druck unter Wasser. 3 Lauftiefen, 1 bis 2, 2 bis 3, 3 bis 4 Meter. Und das wohlgemerkt geworfen. Ausgestattet mit einem magnetischen Weitwurfsystem für hohe Wurfdistanzen. Freut euch auf 8 superfängige LMAB-Dekore. Der neue Köfi Power Vibe ab sofort erhältlich in deinen Tackle Stores. Moment, wo willst denn du mit meiner Route hin? Na, angeln. Aber du weißt schon, dass du dafür einen Angelschein brauchst. Seit wann denn das? Schon immer? Oh, echt jetzt? Was mache ich da jetzt? Das Black Friday-Angebot der Anglerschmiede nutzen. Vom 29.11. bis 1.12. gibt es zu jedem Angelscheinkurs eine Angelroute deiner Wahl gratis dazu. Oh, geil! Wenn dich hier für Newsletter einträgst, zahlst du für jeden Kurs nur 99 €. Du Fuchs! Hi Leute, ich bin Leo und mein Lieblingszielfisch in den heimischen Gewässern ist natürlich der Barsch. Das liegt nicht nur an der enormen Kampfkraft oder diesem super schönen Äußeren, sondern natürlich auch an der Möglichkeit, ihn auf unterschiedlichste Art und Weise zu beangeln. Und genau dafür geht der Lure Drop Limited Perch Edition in eine weitere Runde. Für nur 69,99 € findet ihr hier drin 17 perfekt aufeinander abgestimmte Produkte von den absoluten Top-Herstellern im Warenwert von 140 €. Also geht unbedingt auf hechtundbarsch.de, sichert euch eins dieser Exemplare. Die Anzahl ist natürlich begrenzt und schnell sein lohnt sich. Ich wünsche allen Barschfans maximalen Erfolg am Wasser. Jetzt beginnt die beste Zeit. Viel Spaß dabei, Petri Heil. Fisch. Ach, wieder so ein Murmel. Oh. Na, machen wir das mal so lieber zu. Ich sehe die Schnur nicht ab und zu mal. Ne? Und ich lasse sich das sauber reingleiten. Alter! Was eine geisteskranke Fischerei, Alter. Das ist wieder so ein Moppel. Porca Miseria, ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Das ist das neue Faceliften, deine ganze Köder, ich schwöre, Alter. Egal was, alles Köder, wo Facelift laufen und fangen wie die Sau. Geisteskranker Mist. Das sind alles Brüder und Schwestern.
40 auf der Strecke. Ja. Krass, oder? Sorry, Junge. Schick 2 große, Herr ist sofort auf, bin ich gleich wieder weg. So. Wahnsinn! Und man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Eule hat bei 4 Wertungsbarschen nun kein Exemplar mehr unter 40 Zentimetern auf dem Board. Möglicherweise mitentscheidend ist dabei übrigens ein kleiner Kniff. Das Einzige, was ich gemacht habe, die sind modifiziert. Ich habe größere Hoge drauf gemacht. Die kommen mit kleineren Hoge und ich habe da jetzt Hashtag 4er Hoge drauf gemacht. Ich werde die große Barsche. Hello. Have you on fish? Yes, one earlier here. Yeah, thank you. Hopefully another one. Fish. Oh, please tell me I'm smart and got my net here close. Oh my God, really? This is the worst thing ever. Are you still here, baby? I need you, I need you. Oh, winner, winner, chicken dinner. I'm telling you, if you haven't noticed by now, I am not a bank angler, but guess what? I'm loving it and I'm doing it again. Oh, come to Papa. Oh, baby. And the same thing, I don't know what it is, we'll find out soon. Maybe he's 30 centimeters. He still hit that big cheddar with that 4-inch Ohio. Oh, she's legal. She is legal, and for my comfort levels, oh, let's not bend that. I feel comfortable saying it's 28 and a half, so 29. Hey, 69.29. Maybe the next thing will happen is we'll catch 9 fish. I think we're at just a few. Small perch, but nice perch. Brings a smile to my face. Let's put you back nice and slow. I can't put you gently in the water because of the bank angle I have, but I will nurture you. Thank you again. And you have a great day and see you in 3 years when you get a little bit bigger. Okay. Fisch. Das ist Barsch. Wahrscheinlich auch kein ganz kleiner. Nee. Kein Riese, aber ist auf jeden Fall. Da ist doch. Oh doch, der ist gut. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Der ist gut, der ist mein. Wie bestellt. Erster Wurf, nein, einer der ersten Würfe. Schöner Barsch. Den messen wir jetzt, dann erzähle ich euch was zum Köder. Dann geht der Gute zurück. Nein, der geht vorher zurück. Sehr schön. Ja, knapp über die 43. Ja, ich freue mich mega über diesen wunderschönen Barsch. Endlich der lang ersehnte 40 Plus Barsch. Tatsächlich der erste Spot, der genauso liefert, wie ich ihn erwartet habe. Aber ja, ich setze den Guten zurück. Dann gibt's was zum Köder. Da ist er schon weg. Sehr schön. So, jetzt noch schnell was zum Köder. Wie die ganze Zeit, ich fische immer noch mit der Guide Select Spin, die 30 Gramm, weil die wirklich eine sensible Spitze hat. Die Cleanup Craw, ich glaube, die Craw heißt California Craw, am Cheburashka. Habe ich die ganze Zeit ausgeworfen, immer zart angezupft und dann über die Packung gekurbelt und dann kam der Biss relativ straight. Ja. Versuchen wir noch einen.
Jawohl. Auf den bauchigen Köder gewechselt. Den Perch-Chat. Macht doch ein Palaver. Nicht. Jetzt will er mich aber hier flachsen. Komm schon. Jawohl. Also wir sind jetzt von dem schlanken Köder weg, von dem Bleak-Chat und haben auf den Perch-Chat gewechselt. Farbe sind wir geblieben, weil die Farbe ja auch schon geliefert hat die ganze Zeit. So, ihr seht, den so gut genommen. Nehmen wir mal gerade die Zange. Und ich habe immer eine lange Zange dabei, ne? Egal ob ich auf Zanderfische oder Hecht. Je nachdem, wenn die den richtig Wolli nehmen, dann hängt der halt hinten drin. Also wir haben hier 55, 5, also 56. Mit einem Zander fängt Kevin den starken Barsch von Alex zwar ein Stück weit auf, trotzdem spitzt sich der Kampf um Platz 4 weiter zu. Was ich eben meinte, von wegen bauchigen Köder. Wir haben hier den Bleak-Chat, sehr schlank. Und der Köfi Perch-Chat ist ein sehr robuster Köder, ne? Bauchiger. Ne? Das ist einfach vom Volumen her und von der Wasserverdrängung einfach ein bisschen mehr ist. Obwohl es dieselbe Länge ist, selbe Farbe, aber es macht manchmal den Unterschied. Bauchiger, schlank. Ne? Einfach mal ein bisschen wechseln, einfach mal ein bisschen durchprobieren. Ne? Ihr wisst, also die Farbe weiß ich, die hat funktioniert jetzt die ganze Zeit. Dann hatte ich eine kleine Flaute drin, habe auf den bauchigen Köder gewechselt und direkt hat es geklappt. Das war, glaube ich, der zweite Wurf unter die Brücke, wo ich vorher mit dem schmalen Köder drunter war. Und er wollte unbedingt den haben. Oh, Leute, da haben wir einen wahren Giganten, unseren ersten Zielfisch. Den nehmen wir mal mit der Hand, den Arm clean, vorsichtig releasen und ciao. So groß wie der Wobbler. Und das jetzt so 30 cm größer. Oh, herrlich mit dem Regen jetzt. Ich jetzt hier im T-Shirt. Warum bin ich nur hier hingefahren? Warum, Leute? Wieso? Und ich sag noch, der größte Kopf ist der Feind. Und ich habe mich direkt von meinem Plan abbringen lassen. Und jetzt bin ich hier am Arsch. Jetzt wieder umsetzen, es lohnt sich doch nicht. Wieder eine Stunde Autofahrt. Oh, 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 Johnny, was hast du getan? Fisch. Ich bei der YPC Boat haben sich beschwert, meine Bremse ist zu weit aufgehalten, jetzt mache ich es halt zu. Ne? Versuche immer jedem recht zu machen. Habe keine Ahnung vom Angeln. Das ist ein schöner Fisch. Der ist zwar nicht so groß wie die anderen. 33,5. Fisch. Oh, ab. Fuck. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ist irgendwie heute die Devise. Leute, ich mache das Schlimmste, was man machen kann. 1 Stunde 45 Minuten vor Ende fange ich an, nochmal einen Spot zu wechseln. Jetzt fahre ich nochmal eine halbe Stunde. Mein Kopf treibt mich gerade in den Wahnsinn und ich kriege meine Gedanken nicht mehr zusammen. Und ich glaube, wenn ich hier durchlaufe, wird es auch klappen. Aber ich setze jetzt alles auf eine Karte. Ich habe da am Buhnfeld, da kommen oft dicke Barsche raus an der Maas. Ich probiere es jetzt einfach. Was will man machen? It's sometimes strange on these rivers. Every year is different. You can have years with a lot of fish on the river, and you have years that the fish didn't migrate to this river, so you have less fish. And you see this on all the big rivers. So the zander migrate to Hollandsdiep or another area, river lakes and so on, to spawn, and after that they have to migrate back. The only reason the only part of it is we don't know why. Sometimes they migrate massively to one river and the other year to another river. Maybe it's because of the private fishing for to kill them for restaurants and stuff, that they do it at the right time, at the right place. We don't know, but it's really obvious that some years the river holds much more fish than other years. Now we are on a very rocky stretch where we will try to catch a big perch or a big sander. You can have both in this place. I know some days, especially the bigger perch, you catch them easier on a craw than on a normal soft lure. So a Texas rig has a free moving bullet weight. So what we do is you simply cast it out
not too far because perch are mostly in the shore, and you fish it with aggressive twitches. Don't lift it too far from the bottom, but let it bounce up and down, and in between these twitches, let it rest a little bit on the ground. Give them time to hit it. It's a very effective method in summertime on the river. So like this, you give a few aggressive twitches and you let it stand on the bottom. Oh, nicht. Oh, ein guter. Uh-oh. No slack. I think he's big. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, alleine mit dem Schwungpfannenkächer und dem Wind und dem dicken Fisch. Stay low, stay low, stay low, stay low. So, der Kescher ist hier. Ah, noch nicht. Jetzt runter und Kescher hoch und drin. Einfach Ruhe bewahren, kein Stress. Mehr könnt ihr eh nicht tun. Through the rod! Yeah! Oh! Yeah! Mother of Christ! Oh! 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 Seht den Wechsel auf den Chartreuse. Hat den Fisch gebracht, den Haken raus. Ne, deswegen schleppe ich die große Zange mit mir rum, anstatt eine kleine. Das ist einfach, bin ich auf der sicheren Seite. So, wir haben 82 cm, 82 Punkte. Schöner Pike. Even if I don't qualify for the next round, my God, I'm telling you, it's been an experience. Oh, wow. Oh, oh my God. Oh, let's squeeze you a little bit. 86. 86 to be safe. We good. 86. Okay, 86. All right, and you are free. But God damn it, I'm actually having the time of my life. Komplett unterschiedliche Charaktere, auf der Matte aber ungefähr das gleiche Ergebnis, zumindest in diesem Fall. Daniel fehlt damit nur noch ein Zander zur Fullcard. Für eine echte Chance aufs Weiterkommen würde er aber wohl auch noch ein Upgrade brauchen. Kevin wiederum rückt Mark auf die Pelle und vergrößert außerdem den Puffer auf Platz 5. Der ist aber nach wie vor zu klein, um sich frühzeitig zurückzulehnen. So, das war's hier an dem Spot. Jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, wir werden jetzt Poldern fahren. Mal grob durchgerechnet, ich brauche irgendwas mal mindestens über einen 60er Pike, um da noch überhaupt irgendwas rausschmeißen zu können, um Punkte zu verbessern. Hoffe natürlich auf einen größeren Hecht. Das werden wir so tun. Bis gleich. Big perch. On the Texas. That's awesome. Yeah, big perch. Whoa! Texas! And that's an improvement. Creek craw time. So guys, a really good strike on a creek craw, 8.5 centimeter Sangia during Texas fishing. Let's see if it's long enough. I think it's very close to our smallest sander. We need to have 85 points, so that's 43. I think it will make it. Let's take a look. He's 41 centimeter. He will not make it. So guys, 41 centimeters, it's not an upgrade for me. I will continue a little bit with the Texas rig and then we go topwater fishing. But definitely a cool bite on a Texas rig with a creek craw. Absurd, dass so ein Barsch kein Upgrade für Ton bedeutet. Fast noch absurder, bei Eule verhält es sich fast genauso. Jetzt bin ich schon gezwungen, Barsche über 41 zu fangen, Alter. Vor 2 Jahren war ich noch mit 22 zufrieden. Fisch. So, hab ich gewusst. Das haben sie halt so gern, gell? Dieses Freiwasser-Chicken. Und dann noch mit so krassen Köder. Klar.
Das ist der beste Fisch für heute. Bis jetzt. Der nimmt nochmal Schnur, weißt du ja. Dreh dich um, hier wirst du erwartet, mein Freund. Jetzt hat du Murmel. Ah, das ist er, der Fuffi. Ja! Sorry. Aber es ist ein alter Fuffi. Er ist schon schwer. Nicht ganz scheiße. Schade. Schnauze zu. Da hinten 47. Cooles Ding, ha? Guck das an, das Ding, ha? So, dann kriegen wir noch so ein Ding und dann ist fertig, oder? Aber dann wirklich, Alter. Weil was willst du denn da noch groß verbessern? Weißt du, was ich meine? Das sind ja alles 40er, 42, 47. Ob das Ding so oder so ist, macht ja keinen Unterschied mehr. Also, das kannst du nicht beeinflussen. Wir sind dran, der Großbarsch, aber der Hecht hat das meiste Potenzial, den abzugraden, glaube ich. Weil so 9. Hecht dann hast du gleich mal gefangen. Siehst du? Wohl keine ganz unwahrscheinliche These. Der Köder landet trotzdem schnell wieder im Wasser. Weißt du, warum das sie nicht kriegt? Weil sie ganz oben an der Oberfläche stehen. Guck mal, da hängt er. Direkt aufgeschlagen, Alter. Tack! Deswegen kriege ich sie da unten nicht. Die stehen oben, Alter. Ich finde sie immer wieder. Ich weiß auch nicht, was los ist heute, Junge. Irgendwie war in der Zigarette was drin gestern Abend. Voll unter Tuning, Alter. Voll getobt. Euler on fire. Oh! Oh! Oh, du wärst nicht... Okay. Junge, das haben die anderen nicht gemacht. Langt aber auch nicht ganz. Aber ist das so ein alter Recke? Ist das kranker Scheiß, Alter, was heute los ist, Junge. Da, 45, above, ne? Eine Handvoll Barsch, Alter. Es ist nicht zu glauben. Knapp 44 cm im Durchschnitt bei 4 Wertungsbarschen hat's in der YPC Bank Historie nicht allzu oft gegeben. Markus knackt die 500-Punkte-Marke und dürfte das Halbfinalticket spätestens jetzt im Sack haben. Damit sollte es dann doch auch langsam genug sein für heute. Oder? Hau mal ab, oder? Und du mal lieber. Guck, dass wir noch so einen fetten Hecht kriegen. Dicke Pike, 1,17 m. Und den dann gehen wir wieder her. Dann gehen wir wieder, dann wechseln wir nochmal daher, genau. Also, guter Plan. Fisch. Ein Mikrozander, der meinen Gummifisch ganz schön weginhaliert hat. Die großen auszubeißen, wäre das wunderbar. Er hat schön den Nitro-Booster runtergelutscht. Also einmal eine Ladung drauf. An der Muschelbank abgerissen. Ja, was soll ich sagen? Der heutige Tag, puh. Das lief echt nicht wie geplant. Und aus der Mission Hecht wird jetzt Mission Schadensbegrenzung. Ich versuche jetzt hier einfach noch einen Zander zu kriegen oder 2. Ich glaube, das ist aktuell das Beste, was ich machen kann, weil die Hechte, die haben wir jetzt heute, ja, ich würde sagen 5 Stunden lang komplett die Mittelflosse gezeigt. Wir haben jetzt hier eben noch mal einen schnellen Platzwechsel gemacht. Die Fähre, an der ich zuvor war, hat leider keinen Fisch gebracht, obwohl ich da die Tage zuvor welche sah. Aber ja, habe die jetzt gründlich abgefischt, haben jetzt noch mal einen schnellen Spotwechsel zu einer anderen Fähre gemacht und hoffe hier natürlich, dass ich noch mal einen Zander oder einen Barsch irgendwie erwischen kann. Das wäre natürlich jetzt für mich perfekt, wenn ich zumindest meine Karte noch zum Ende hin voll machen könnte. Aber ja, bleibt nur zu hoffen.
Alex kann natürlich nicht ahnen, wie gut seine Chancen mit einem weiteren passablen Fisch stünden. Johnny hingegen bräuchte deutlich mehr als nur den einen, scheint jetzt aber zur Abwechslung immerhin mal an einen heißen Spot geraten zu sein. Hi, Meister, stört sich, wenn ich ein paar Würfe hier mache? Ja, ist gut. Ja? Macht der YPC? Ja. Und ich habe die letzte Stunde. Ich habe gerade einen Barsch verloren. Hi. 40 bis 50. Ja? Oder mit Jigspinner. Ah, herrlich. Warum angelst du nicht weiter? Darf ich ehrlich hier angeln neben dir? Alles gut. Ja? Angel ruhig mit, ne? Ich will jetzt nicht den Spot versauen hier. Alles gut. Gestern war hier schon einer. Von Nace war hier gestern schon einer. Ja? Und, hat er gefangen? Wissen wir nicht. Ja, Leute, ihr habt's gehört. Tim hat gerade einen riesen Barsch verloren. Na, ich bleib trotzdem erstmal noch bei meinem Twitch-Bait. Ihr habt ja gerade gesehen, was passiert ist, wenn man sich aus der Ruhe bringen lässt. War gerade auch eine stressige Situation, wo es, ja, und dann kam diese Blitzentscheidung. Ich denke mir, ja komm, ey, nimmst du schnell eine Handvoll 25er, 30er mit. Die jetzt einfach nicht machen dürfen. Aber was will man machen? Später ist man immer schlauer. Fisch. Barsch. Aber ein kleiner. Ach, ein Babyzander, ey. Jemine. Junge, was machst du denn, du kleiner Schniepel? Oh, schade, schade, schade. Zander hat jeder schon gesehen, ne? Der muss schnell wieder rein. Und da ist er weg. Johnny Release macht seinem Namen alle Ehre. Derweil greift auch sein direkter Tabellennachbar nach längerer Durststrecke endlich mal wieder zum Kescher. Schadensbegrenzung Teil 1. Wir haben einen kleinen Zander. Also wenn ihr euch auf irgendwas verlassen könnt, dann ist es Jig Whip und Lamelli Slim. 46. He? Mehr Hände als Fisch. 46er Zander. Wärst du ein Barsch, hätte ich dich noch viel lieber. Aber immerhin lassen einen die Zander nicht im Stich. So. Ansparangeln heute. Ich nenne es immer Ansparangeln. Wenn es nicht läuft, wenn man auf die Fresse kriegt, ich rede mir immer ein, irgendwann kriegt man es wieder zurück. Mit Positivem. Da müssen ein paar dicke Fische kommen in nächster Zeit. So Xander, not so bad actually. It's not 65. It's 60, but it's not 65. There you go. Bye bye. Nice Xander. What a strike. Really hard strike. It was like 59 to 61, I think. And we need a 66, so. Der Black Friday fällt dieses Jahr aus. Dafür feiern wir die Early Blackbird Week. Über 3000 Artikel bis zu 75% reduziert. Wie, wann, wo? Ist top secret. Wenn du nichts verpassen willst, dann scanne jetzt diesen Code. Einfach deine Mailadresse eingeben, deine Lieblingsthemen auswählen und über alle News informiert werden. Du weißt schon, der frühe Vogel und so. Nur auf hechtundbarsch.de. Leute, ich habe eine gute und eine gute Nachricht für euch. Zuerst die gute. Wer von euch einen Raubfisch-Adventskalender vorbestellt hat, bei dem dürfte es in Kürze an der Tür klingeln, denn Europas beliebtester Angel-Adventskalender wurde palettenweise bei uns zugestellt und wird jetzt ausgeliefert. Und jetzt die gute, wer noch keinen vorbestellt hat, der muss trotzdem nicht leer ausgehen, wenn er jetzt nicht zu lange zögert. Heute bestellt, in wenigen Tagen bei euch und ich muss euch ganz ehrlich sagen, und tausende zufriedene Kunden geben mir recht, das Ding hier ist wirklich ein No-Brainer. 100 Euro knapp, 240 Euro Warenwert, nur exklusive Farben, geile Marken drin, da kann man wirklich nichts mit falsch machen. Also holt euch das Ding jetzt, sonst ist das Geheule am Ende wieder groß.
we're back in the first spot. I need that Xander to fill my card. So we got an hour left. I'm gonna make as many casts as I can, but I'm not gonna go fast or anything. I'm gonna keep it calm and smooth. The bites have been just very delicate. I had one earlier, just a small little nibble, and I just missed it. I need full focus and attention to concentrate because the bites are very delicate. So hopefully we got, I don't know, an hour left or so, and I need that Xander. Oh, let the Xander gods pray down on me. No. No. I'll take that perch. I think that was cut on camera. I stopped midway to talk to you all, and I left that lure on the bottom. And when I lifted it up, that perch caught itself. So maybe longer pauses. Okay. We have, I feel comfortable in saying 31. Das war 100%ig der Kevin, Alter. Und er gedenkt, bevor ich der Brücke-Massaker mache, Alter, später. Also wenn ich zu schnell rede, dann geht dein Akku schneller leer. Ja, genau. Ah, so ist das. Okay, wir gehen jetzt... Naja, das hört sich auch doof an, ne? Wir gehen jetzt mal gerade... Was heißt gerade? Wir gehen jetzt Hecht angeln. Drunk Twister, 10 Gramm Kopf. Und los geht's, komm! So, und da das der einzige ist, der Hecht ist in der Zone, den ich mit Namen kenne, den holen wir uns jetzt. Probieren wir mal ein paar Wurf, alles durch, ja, wissen Sie ja. Und dann vielleicht haben wir wirklich Glück und kriegen. Ne? Fisch, jawohl, komm her. Lass mal nicht flüchten bei dem ganzen Grünzeug im Wasser. Schön gegenhalten, deswegen auch die 100 Gramm Variante. Passende Schnur, passendes Vorfach und er kommt nicht weg. Sauber. Schöner 76er Pike, hat sich den Multi-Vibe noch schön rein verleibt. Und ja, jetzt setzen wir ihn zurück und lassen ihn frei. Ich fühle das nicht, was ich meine. Ich habe da irgendwie kein... ich weiß es nicht, das ist ja auch normal nicht so typisches Hechtgewässer, weißt? Also doch eigentlich schon, aber keine Ahnung. Ich habe nicht das Gefühl, dass da einer ist. Sagen wir es mal so. Und bevor ich da jetzt noch die letzte Stunde vertrödel, laufe ich lieber noch 200 Meter am Polder entlang. Und vielleicht, wie gesagt, 74 ist er gleich abgegradet. So ein 90er Hecht fange ich normal neben Polder. Bevor wir in die Schlussphase gehen, ein schneller Blick auf die Tabellensituation. Eule müsste anders als behauptet keinen 74er, sondern einen 78er Hecht als schwächsten Fisch upgraden. Höchst unwahrscheinlich allerdings, dass das hier überhaupt noch eine Rolle spielt. Viel spannender sieht's auf den Plätzen dahinter aus. Kevin liegt nach dem gerade gesehenen Hecht nämlich nur noch 0,5 Punkte hinter Mark. Alex hingegen bräuchte nur einen Fisch für mindestens 77 Punkte, um an beiden vorbeizuziehen. Für Daniel, Markus und John müsste schon eine echte Serie her. Aber wer weiß. Auf geht's in die letzten 45 Minuten. Ich glaube, das ist alles eine Schulklasse hier. 44, wenn der letzte 46 war. Oder auch 46. Mission Schadensbegrenzung, Teil 2. 43, ja? Kleiner 43er Zander, gerade so im Maß. Den reporten wir. Da mache ich noch ein paar Würfe. Fische werden schon beißen, aber halt falsche Lackierung und falsche Größe. Also die Bisse auf der Jig Whip, ich meine, wer eine Jig Whip hat, dem muss ich nichts erzählen. Gibt für mich echt keine perfektere Zanderroute. Nach wie vor Jig Whip einfach die Macht zum Jiggen. Schauen wir mal, ob noch ein Abnehmer hier vorne steht. Aber es ist auch wieder bezeichnend, dass die Fische hier im Durchschnitt alle so 10-15 cm kleiner sind als noch gestern. Der nächste Fisch, wieder Mikrozander. Das gleiche Schauspiel wie am ersten Tag.
Im Training war nicht ein Zander so winzig. Aber, wie das immer so ist mit dem Training, mein Gummi zurück, ne, jetzt hält er nur noch fest. Okay, immer noch. Oh, wirklich jetzt? Ja, wunderbar, du hast es geschafft, mein Freund. Was eine Tortur. Warum ist er mir nicht gegönnt? Ein Barsch, Leute. 2,45er wäre natürlich geiler. Ah, wieso? Wieso habe ich heute so viel Pech? Und ich war so hoch motiviert und gestern Abend war ich mir so sicher, dass das hier alles fluppen wird heute. Und dann fängt es schon an. Falscher Standpunkt. Fünfmal in denselben Haufen Scheiße getreten. Das muss auch erstmal jemand schaffen. 5-mal. Dann aus dem Konzept bringen lassen. Nochmal eine Stunde verschenkt. Ach Mann. Manchmal, wenn der Wurm drin ist, dann ist einfach der Wurm drin. Mhm. Was meint Ton dazu? Ja. Big. Wow! What a tank! Oh, what a tank! Unbelievable. Slowly fishing with a craw, guys. Look at that. This is unbelievable. I lose already a big one here in the hook set. And I got some small bites. Look at this on the chin. They feed on craws in the stones. This is all swollen from feeding on the craws. Let's measure him. 40, it's in front. 47? Yeah. Oh my God, a 47 centimeter perch on the creek craw. That's a topping of the day. And to be honest, I think there are more here because we lose a few also. Let's release this beautiful old warrior and continue fishing. Wow, look at the colors on him. Bye-bye. What a day, what a day, what a day, what a day. And then imagine we have the one before also. Was also a good strike. Interesting day. Ich weiß es gerade echt nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn ich den Wow-Glider da oft genug ins Rennen schicke und du ihn schön langsam führen und lassen oft genug aufblänkeln, weißt du, was ich meine, dass er irgendwann. Aber obwohl ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass ich durch bin, gell, als Platz 4 oder so, und eigentlich keinen Stress mehr habe, mache ich mal gerade trotzdem voll den Stress wieder. Das fühle ich aber nicht halt. Der Platz sieht auch scheiße aus. Den Standpunkt, wo man da kriegt dann. Aber die Polter von dran sind vielleicht geil. Vielleicht. Du meinst die mal an? Komm, Abfahrt. I had a bite. You took my pants off. God, it's so tiny, the bite. It's just instant and it's. Olli, was machen wir jetzt? Fangen wir jetzt. Was wollten wir? 80 plus müssen wir haben, ne? Ich sag ja, dieser Kackbarsch vom ersten Tag. Du warst ein bisschen geschöpft, aber noch. Ja, das ist aber einfach so. Das ist einfach die Realität. Und das ist auch Kacke, wenn die nicht beißen. So, komm, angeln. Mann, Junge! Also dieser Bait, ne, diese Gold Edition. Sobald die rauskommt, Junge, kauf den ganzen Laden leer. Ja, 70 will man squeezen, also bringt er uns nicht weiter. Aber ich zeige ihn euch trotzdem. Und dann tun wir wieder zurück und machen weiter. Das ist ein Hecht. Das ist ein Hecht.
Da ist ein Hecht. Da ist ein Hecht. Nicht in die Steine. Alter, ich dreh durch. Never give up. That's what Iconelli said. Jabba, dabba, du! Also jetzt könnt ihr, ich nehme allen Tadel auf mich, ich habe meinen Job heute erledigt. Ah, so geil, geil! Ich habe einen Hecht in den letzten 10-15 Minuten. Schön gesagt, hier in dem Kehrwasser muss ein scheiß Hecht stehen. 6 Stunden, 7 Stunden heute am Hecht vorbeigefischt. Ich breche ab. I break together. Also, was haben wir hier? 79,5. Was sagt die Kamera? Ja. 79,5. So schauen Hechte aus. Ich habe schon fast vergessen. 80 Punkte. Auf ein Lamelli in der Farbe Fonso Spezial. Absolutes Hechtmagnet. Sind einfach wunderschöne Tiere. Jeder hat seinen eigenen Print. Du hast mich heute echt gefoppt. Du hast mich heute echt gefoppt. Auf dich habe ich 7 Stunden, 6 Stunden gezielt auf Hecht geangelt, ohne einen Scheißbiss. Wie gesagt, in dem Käferwasser muss einer stehen, wenn draußen die Zander sind. Köder gewechselt, Lamelli, Fonso Spezial, hier in 10 cm oder 12, nee, 10 ist das. Aber das ist halt eben genau das Konträre zwischen Lamelli Slim und Lamelli. Der Lamelli ist genau das Gegenteil, der verdrückt so viel Wasser wie nur irgendwie möglich. Die Lamellen haben immer noch Zusatzvibrationreize, riesen fettes Paddle und der kann sich um alle Achsen bewegen. Der Lamelli Slim hat die Körpergeometrie rechteckig, der kann quasi nur seitlich und der geht in alle Richtungen. Ideal, wenn nicht viel Strömung ist oder gar keine Strömung. Oder wenn ihr eben einfach Druck machen wollt in der Strömung. Ah, herrlich. Markus hat Tag 2 ohne Wertungsfisch begonnen. Jetzt tütet er also doch noch die Fullcard ein. Großen Respekt dafür. Wenn es allerdings mehr als ein Achtungserfolg werden soll, muss der Bullseye-Chef jetzt eher noch zweimal und vor allem schnell nachlegen. Für das Tabellenschlusslicht wiederum dürfte der letzte Strohhalm endgültig untergegangen sein. Oh nein, oh, ich wollte schon sagen, vor die Füße weggehangen. Oh, was sagt die Uhr? 15 Minuten, die bleibe ich jetzt hier stehen. Die fische ich jetzt hier aus, die Buhne ein bisschen. So Hecht-Upgrade wäre super geil gewesen, gell? Aber es ist halt so, ein gutes Pferd springt genauso hoch, wie es muss. Soll ich Ihnen sagen, jetzt rennen wir wieder so am Polder rum. Sieht zwar super aus, aber die sehen halt alles super aus. Wir wissen nicht, was drin ist, wir wissen nicht, ob was drin ist. Naja, wenn das was bringen soll, dann mache ich das mit dem Wuchleiter. Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Oh, hier habe ich einen Biss gehabt. Fisch. Das zweite Mal angenommen. Da guck ich. Da guck ich. Ein großer Fisch. Oder auch nicht. Nichts ist unmöglich, Alter. Krasseste Kacke, seien ehrlich, Jungs. So ein Angeltag, Alter. Mega. Das hat ja schon mal gut geklappt.
Unglaublich. Unglaublich, Junge. Du rettest mir den Arsch. Hast du gehört? Ja, 1,10 Meter. 1,10 Meter. 1,10 Meter. Ah, warte mal. So, jetzt hat mein Freund. Jetzt liegt da vorne auch nicht drüber. Ja, 1,11 Meter. 1,11 Meter. Guck, vorne liegt da auch. Ja. Okay. Ja, was soll ich noch sagen, Alter? Kleider! Geil, oder? Ich hab gewusst, dass ich die Position wechseln muss, dass ich da vorne die Kante anschmeißen kann mit denen steht drauf. Geil! Geil! So, jetzt darfst du zurück. Wie wenn es gewusst hättest, oder? Super. Gescheites Kroko. Gescheites Kroko. Warte, ich helfe da. Mach langsam. Mach langsam. So. Das machen wir schon mehr Zeit. Irgendwelche Fragen? Ich glaube nicht. Also, Peachcast STL 2,15 Meter, 75 Gramm. STL, mittig geteilt. So hat es auch ein geiles Transportmaß. Am Anfang habe ich mir echt Gedanken gemacht, dass es sich verdreht. Aber das Teil ist einmal zusammengesteckt und seitdem läuft es. Dann habe ich drauf eine kleine Multi. Dann habe ich Neo drauf. In 3 Lips, glaube ich, oder was? 22er Schnur, so ungefähr. Ziemlich dünn verhechtet, aber ich fische halt, langt ja vollkommen aus. Dann habe ich drauf ein 09er Fluorcarbon Momoi Neo und dann der U-Kleider in dem echt krassen Dekor. Also das ist schon cool. Und wie gesagt, der schlacht immer so aus und wenn er stehen bleibt, dann zieht er das so und fällt leicht nach unten in der Moment schlagen sie zu. Also das Ding hat er echt zum Laufen gebracht, der Chris. Da brauchst du keinen anderen Scheiß mehr zu kaufen. Ich fass es nicht. Nach reichlich dicken Kirschen auf der Torte packt Eule also auch noch einen großzügigen Schlag Sahne drauf. Was für ein Fisch, mit dem dieses Finale in Gruppe D eigentlich einen mehr als würdigen Abschluss gefunden hätte, wenn es denn nicht doch noch eine allerletzte Wendung gäbe. Fisch. Oh, der Bock gut. Oh. Bitte, 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 bitte. Oh, ein Zander. Guter Zander. Oh. Ja, ist das geil! Wow. Auf den letzten Drücker. Wow. Oh, ich habe mich noch nie so sehr über einen Zander gefreut. Unfassbar! Oh, den gehen wir jetzt schnell messen, dann geht er zurück. Dann ist rum und ich kann mich beruhigen. Wow. Geil! Nee. Da vorne liegt er an. 64 drüber, 64,5, 65. Richtig? 65, richtig. Schöner 65er Zander. 2 Minuten vor Schluss. Der Fisch ist so erlösend. Ich habe mein Traumziel beim YPC-Debüt geschafft. Fullcard mit 3 wirklich tollen Fischen. Die anderen waren auch toll, aber die waren schon ein bisschen was Besonderes für mich. Danke, mein Guter. Ich setze ihn jetzt zurück. Und dann geht's zurück ins Basecamp. Mal schauen, wie die Kollegen abgeschnitten haben. Buchstäblich in letzter Minute reicht Alex also den alles entscheidenden Fisch ein und springt auf Platz 3, während Kevin abrutscht und die Qualifikation letzten Endes wegen 0,5 Punkten verpasst. Was für ein Finish für diese Gruppenphase. Bevor Ino die Geschehnisse des Tages aufarbeitet und die Qualifikanten verkündet, lassen wir die Teilnehmer noch einmal kurz zu Wort kommen. Die Uhr hat geklingelt. Es ist 16:00. Die 8 Stunden Angelzeit sind vorbei.
Oh, I don't want to take the lure out of the water because it means it's over. Wow! 2 zähe Angeltage liegen hinter mir. Ich muss auch sagen, mit dem Ergebnis, auch wenn es eine super Punktzahl ist, bin ich nicht ganz so zufrieden. Hätte deutlich besser laufen können und sollen. Ob es reicht, weiß ich nicht. I had an incredible day, both in the morning and in the late afternoon. It was crazy fishing. Wir konnten heute noch so einiges reinholen an Fisch. Aber ob es im Endeffekt gereicht hat, das sehen wir später. Ein bisschen enttäuscht bin ich. Logo. Aber es hat auch was Gutes. Ich brauche morgen nicht angeln. Ich kann jetzt gleich zu meiner Familie. Die habe ich nämlich jetzt 4 Tage nicht gesehen und ich vermisse die Bande wirklich sehr. Und mich vermissen sie auch sehr. Und deswegen würde ich jetzt sagen, wir fahren zur Siegerehrung und dann kann ich endlich nach Hause fahren. So guys, the winner of this group had quite a tough start. 4 hours straight without a single fish. But then he cranked everything up a bit and by an incredible performance he managed to achieve the highest score we have in this year's group phase. So welcome to the semi-finals, the champions of the Azores and last year's runner-up, Toon van Ham for Westin. Congratulations, man, well fished. Second place goes to an angler who also fished incredibly well today. He managed to get the second highest score in all group phases this year. Today he caught a big pike of 111 centimeters and even the heimtückische Barsch wasn't a problem for him. So congratulations Markus Eule for Zeck. Well fished. Four more anglers achieved the full card today. Markus, Alexander, Kevin and Mark. And especially between Kevin and Mark, it was quite a close race for 3rd and 4th place. Around midday, Kevin hooked a big pike and after that there were only 0.4 points between the two. But literally last minute, Alexander hooked up a decent zander and knocked Kevin out of the game. So congratulations, Alexander Wils from Rapala and Mark Peczowski from Relax. Welcome. Wir verabschieden uns von John, Daniel, Markus und schweren Herzens auch von Kevin, der wirklich kaum bitterer hätte ausscheiden können. Gleichzeitig sei nochmals festgehalten: Die beiden besten Vorrundenangler kommen also aus Gruppe D. Ob und wie viel Aussagekraft das für die Battles hat, steht allerdings in den Sternen. Toon muss seine Ausnahmeperformance im Duell mit Rick Barton von Ganki bestätigen, während Überflieger Eule auf Luis Mendez von Leach trifft. Alex bekommt es nach seinem Fotofinish mit Seika Pro Angler Veit Wilde zu tun und Mark kommt hier zwar mit einem blauen Auge davon, muss in der K.O.-Runde dafür aber gegen den YPC-Serienfinalisten von Fox Rage, Patrick Marable, ran. Kommende Woche aber beginnen wir mit den ersten beiden Battles aus Gruppe A und B. Dabei trifft der amtierende Champion von Nace, Dustin Schöne, auf Roman Jacuzzo von Fish Explorer und außerdem misst sich Usuri-Youngster Sami Mohib mit Zex Zanderschreck Sebastian Hähnel. Ich hoffe, dass euch die Gruppenphase Spaß gemacht hat und bin sehr gespannt, wie euch der neue Halbfinalmodus gefällt. Am nächsten Sonntag um 18 Uhr geht's los. Bis dahin gilt wie immer: liken, kommentieren und bei uns im Shop vorbeischauen. Wir hören uns bei den Battles. Macht's gut. Ciao.